Bin angekommen, Khao San Road. Übersetzt bedeutet es ungekochter weißer Reis, geschliffener, polierter Reis. Von dem hat es den Namen. Hier gibt es wieder Skorpione und besteht hauptsächlich von Restaurants, Kleidung, billigen Hostels, Essen, wo man nur hinsieht, Bars. Ja, das ist eine Berühmtheit hier. Hello, sir. You Hello. can try, sir. Crocodile? Yeah, can sir. try. I don't like It's it. a medium size. It's strong. Very good, sir. Taste that very good, sir. Really? Yeah, sir. Taste that beef, the pork, the fish. And the alligator, how is it? It's nice, you like it? Yeah, every day was sticky, sir. See you, bro. Take care. Ja, also ehrlich gesagt, ich liebe Thailand. Es ist einfach top. Vielleicht sollte ich mir die Haare flechten lassen. Was glaubt ihr? Und ja, da gibt es maßgeschneiderte Schneidereien, die einem einen Anzug machen. Muay Thai Shirts. Einer hatte mich mal gefragt, mich gebeten, ob ich ihm welche schicken kann. Hello. What's the prices of the shirts? The white one. White one, it's a Lumpini, Yes. it's a Visitino. This Okay. original one, so price is 1,200 baht. 1200 Baht sind 30 Euro. And this cheap one, Cheap one. 450. 10, 12 Euro. Man wird akzeptiert, man wird respektiert und es ist alles erlaubt, wirklich alles. Es gibt nichts, was nicht erlaubt ist hier. Das Einzige, was man halt nicht wirklich darf, ist über den König zu sprechen. Das ist tabu. Der lebt ja auch bei mir in der Nachbarschaft. Der lebt in Deutschland, regiert aus Deutschland. Keine Ahnung, warum er nicht in seinem Königreich leben möchte. Oh, vielleicht ist es ihm zu heiß, keine Ahnung. Ja, ich kann mir das nicht viel vorstellen, wie man von der Ferne ein Land regieren kann. Hier gibt es auch Kebab. Das ist, als ob würde Frau Merkel zu ihrer Amtszeit irgendwo aus Philippinen oder so regieren. Ich meine, ich glaube, bei der hätte es auch keinen Unterschied gemacht, ob sie aus Philippinen aus nicht regiert oder aus Deutschland aus nicht regiert. Viel Unterschied gäbe es da wahrscheinlich nicht. Ja, Massagezentren und die Straße ist 400 Meter lang. Da wird Marihuana verkauft. Ihr seht den Opa mit dem weißen Bart. Taschen, Kleidung, Massage, Piercing. Ich bin wieder mal bei einem Markt in Thailand, in Bangkok. Das ist aber nicht irgendein Markt, irgendwas Gewöhnliches, sondern ich bin bei einem sehr wichtigen Markt. Das ist Patong. Es ist ein Markt oder ein Ort beziehungsweise was CIAs schmutzigen Geschäften als Grundlage gedient hatte. Die haben es als Base verwendet gehabt. Diesen Ort, was ihr jetzt sehen könnt. Davor, bevor die ihre Finger irgendwie im Spiel hatten, waren da überall Bananenbäume rechts und links. Dann hat das eine chinesische Familie gekauft, in den Namen von Pat Tong Chin. Eine wohlhabende chinesische Familie, die dann die ganzen Bananenbäume abgerissen hat und Holzhütten gebaut hat, rechts und links. Und das haben dann irgendwelche Brüder, Onkel, Großcousins und andere Familienmitglieder dann bewohnt. Somit wurde es zu einem China-Viertel.
mitten in Bangkok. Die Familie hatte den Jüngsten, sein Name ist Udom. Er ist ein Thai-Chinese gewesen, lebt jetzt schon nicht mehr. Für sein Studium ist er nach Amerika gereist. Dort hat er Connections mit der CIA gegründet. Und ja, ich zeige euch mal das. Alles Mögliche. Dior, Gucci, aber alles ist fake. Alles, was ihr seht, fake. Es gibt nichts, gar nichts, was original ist. Ja, wieder zurück zu Udom. Er hat dann sein Studium in Amerika beendet, wo er dann Connections halt aufgebaut hat zu der CIA. Und zum Zweiten Weltkrieg ist er dann hierher zurückgereist. Und nach dem Tod seines Vaters hat das alles ihm gehört. Er hat alles übernommen, diesen ganzen Viertel, und hat es der japanischen Herrschaft zur amerikanischen umgeändert. Die Interessen der Japaner wurden nicht mehr hier vertreten, sondern die amerikanischen Interessen wurden hier vertreten. Denn er hatte, wie gesagt, Deals mit der CIA hinter den Kulissen gedreht und vereinbart. Und das hat dann die Wirkung gehabt, dass das zum amerikanischen Biss umgewandelt wurde. Und die Familie Patpong Panik hat diesen Viertel für $2.400 gekauft. Stellt euch das mal vor. Also die Gasse ist sehr lang. Das sind vielleicht 600-700 Meter. Und die haben es für $2.400 gekauft. Ich bin schon fast am Ende angekommen, wie ihr seht. $2.400 ist wirklich sehr, sehr günstig. Ja, und er hat dann damit begonnen mit Seri Thai, bedeutet freies Thailand, und hat dann mit der Propaganda angefangen, natürlich im Interesse von Amerika. Ja. Es war dann eher so, dass die Air Force hier ihren Base hatten und die Soldaten, die im Vietnamkrieg gekämpft haben und erschöpft waren, eine Auszeit gebraucht haben, und das ihre Base war, wo sie sich erholt haben und wo sie sich einfach unterhalten haben können mit den Escort Ladies. Es war eigentlich gar nicht gedacht, dass es für die Touristen erfolgreich ist, also dass ein Tourismus hier entsteht, sondern in erster Linie war wichtig, dass, ich bin schon am Ende angekommen, der Straße, dass diese Straße oder dieser Punkt für die amerikanischen Soldaten, US Air Force Soldaten, ein Punkt wird, ein Base wird, wo die sich halt entspannen können und Spaß haben können und vom Krieg auch wieder erholen können. Das war der Hintergedanke, und es hat geklappt, es hat funktioniert. Natürlich sah es nicht gut aus für die Amerikaner, die den Krieg verloren haben. Das war's von Patpong. Das ist die Straße mit der riesen History, mit der CIA-History. Und da sieht man eigentlich, wie die Amerikaner arbeiten, ticken. Und das schon in den 40ern. Das ist einfach nur absolut krass.